Viel Spielplätze, viel ausgerichtet auf Kinder eben und auf Familien. Vom Fahrradfahren, Rollerblades. Meine kleine Tochter, die ist jetzt 7 Jahre alt, die lässt sogar alleine mit ihrer Freundin, die sie auch hier kennengelernt hat, eine Stadt über uns. Von da vorne vom Park angefangen, Rollerblades, Skateboard fahren, alles. Dass die Kinder halt andere Kinder in der Nachbarschaft finden und mit denen sich gut auskommen, Zeit in der Anlage verbringen. Wir unterstützen einander, wenn man schnell mal was braucht, dass jemand was holt von der Wohnung oder kurz auf die Kinder Acht gibt, während man kurz wohin muss. Und da ist eine richtige Gemeinschaft und ein Netzwerk entstanden. Dass, glaube ich, die Kinder sich sehr wohlfühlen hier. Ich lasse meine Kinder sogar alleine in den Park, in den Hof. Da passt jeder auf jeden auf. Man grüßt sich, wenn man sich sieht. Man geht nicht aneinander vorbei, so wie ich es halt vorgekannt habe, Tür zu, man sieht sich nicht. Und ja, das ist einfach das Miteinander. Unsere Rolle als Themengruppe war vor allem am Start her einfach diese Initiative ergreifen, in dem Fall für einfach Kinder, für Jungfamilien da was anzubieten, dass wir so in der Nachbarschaft herzeigen, hallo, wir haben da diese Themenräume, die haben wir miteinander ausgestattet, die stehen euch allen zur Verfügung, nutzen wir es gemeinsam und dann aber halt auch einfach für die Connex bilden, diese kleinen Veranstaltungen, die wir immer wieder gemacht haben. Ja, es haben viele Leute in die Themenräume gespendet. Kinderspielraum ist auch einiges gespendet worden. Da war es nur, glaube ich, teilweise ein rechtliches Problem mit der Sicherheit, weil die Sachen müssen ja immer alle TÜV geprüft sein, damit wenn sich das Kind verletzt, dann nicht heißt, die Genossenschaft hat da was hineingestellt. Unsere Aktivitäten haben sicher soweit was für die Nachbarschaft beigetragen. Einfach, wie es aus meiner Erfahrung, muss ich sagen kann, dass wir uns einfach von Anfang an mit dem ersten Tag der Besiedlung wir andere Familien schon kennengelernt haben aus der gesamten Anlage. Und jetzt nicht nur die 2, 3 Türen, die bei uns im Stock vielleicht sind, die Nachbarn, mit denen wir irgendwie im Stiegenhaushalt dann zu tun haben oder was wir was brauchen, sondern dass wir halt wirklich da diese Verbindungen haben in der gesamten Anlage und sicher auch Freundschaften geschlossen haben. Einerseits zwischen den Kindern auf jeden Fall, aber auch unter uns Erwachsenen. Konflikte mit Kindern haben jetzt in dem Sinne, was die Nutzung einfach der Räume betrifft, dass dann doch immer wieder Eltern gegeben hat, die ihre Kinder einfach mit der Karte hergeschickt haben. Und die Kinder spielen halt einfach. Und da ist halt dann schneller mal passiert, dass wirklich irgendwelche Beschädigungen, dass dann halt alles sehr unordentlich, alles liegen bleibt. Die Nächsten haben dann entsprechend dann schneller mal über die E-Mail-Adresse geschrieben, es schaut schon wieder so aus im Kinderraum. Ja, wir können halt nur darauf hinweisen, eigentlich auch, wenn wir es schon von den Buchungsregeln her hatten, haben wir gesagt haben, Kinder unter 14, glaube ich, sollten immer mit Erwachsenen oder mit irgendeiner erwachsenen Bezugsperson eigentlich die Räume nutzen, weil es einfach eine gewisse Aufsicht braucht. Also das war eigentlich das größte Konfliktthema. Und sonst, dass es halt doch Nachbarn gibt, die vielleicht, weiß nicht, ob sie es gewusst haben, in welche Anlage sie ziehen, dass sie sich halt dann beschwert haben, wenn untertags halt auch Kinderlärm ist am Spielplatz, weil halt der Spielplatz da ist. Ja, aber jetzt so wirklich für uns Konflikte hatten wir jetzt eigentlich mit Kindern in dem Sinne nicht. Ein Vorschlag, dass man so einen Konflikt, den man vielleicht vermeiden kann oder minimieren kann, es ist sicher wichtig, einfach die Information vor Bezug schon, was nicht nur die Wohnung ist und nicht nur das Haus ist, sondern was einfach die ganze Anlage, wie die ganze Anlage gestaltet ist, wie die aufgebaut ist. Also das wäre sicher ganz wichtig, dass man das allen neuen Bewohnern von vornherein mitgibt, dass die einfach wissen, wo sie herziehen. Dass eben solche Überraschungen dann nicht sind. Jetzt habe ich eine Wohnung halt im ersten Stock und auf einmal habe ich einen Spielplatz vor meiner Tür und vor meinem Fenster, wo halt der dann genutzt wird. Bei den Nutzungen mit den Themenräumen
kann man mitgeben, hartnäckig dahinter bleiben, dass man die Bewohner halt regelmäßig darauf hinweisen muss, wie das am besten zu nutzen ist, um einfach das weiterhin der gesamten Nachbarschaft zur Verfügung stellen zu können und damit es einfach angenehm ist, die Nutzung für alle.